Oben im Norden gibt es ein Land, das mich mit seinem starken Kontrast zu Deutschland in seinen Bann gezogen hat. Eine der letzten wilden Gegenden Europas mit hunderten Kilometern an Schotterstraßen durch endlose Wälder, Ruhe und Entschleunigung an kristallklaren Seen, in dem man Elche und Rentiere am Wegesrand trifft und besonders im Sommer eine Lebensqualität erlebt, die ich noch nirgendwo sonst gefunden habe. Dieses Land heißt Schweden. Immer wieder habe ich in der Vergangenheit davon geschwärmt, denn all diese Dinge machen es zu meinem Lieblingsreiseland überhaupt. Und mit meiner Schwärmerei habe ich Katis Interesse geweckt, ihr dieses Land einmal so zu zeigen, wie ich es erlebt habe. Mit dieser Tour habe ich jetzt 14 Tage Zeit, ihr und auch euch zu zeigen, warum mich Schweden seit mittlerweile 6 Jahren nicht mehr loslässt. Wir starten an Schwedens südlichstem Landzipfel und arbeiten uns an der Ostküste weiter nach Norden. Auf dem Weg liegen Öland und Stockholm, in Gävleborg wird es dann zum ersten Mal wilder und weniger dicht besiedelt. Es folgen der geografische Mittelpunkt Schwedens, Entspannung in einer Stuga am See und schließlich der Vildmarksvägen als Wendepunkt der Reise, ab dem es wieder in Richtung Süden geht. Östersund, der Flatruetvägen und Dalarnas Wälder bilden den Rückweg in Richtung Trelleborg. Herzlich willkommen zu unserer Motorradreise durch mein Schweden. Ah, Schweden im Sommer. Herrlich. Es ist 6:30 Uhr am Morgen, als Kati und ich von Bord der Tom Sawyer in den Hafen von Trelleborg rollen. Es ist der Beginn unserer 2-wöchigen Reise durch Schweden, die uns bis in die waldige Mitte des Landes am Vildmarksvägen führen wird. Schweden zeigt sich nach einer windigen Nacht mit entsprechend viel Seegang auf der Fähre direkt von seiner sonnigsten Seite und der schwedische Zoll ist nirgends zu sehen, so macht Reisen Spaß. Schön wieder hier zu sein. Erstmal frühstücken wir aber gemütlich am Strand nahe dem Hafen, denn wer schon mal mit seinem Motorrad per Fähre gereist ist, weiß sicher, dass es beim Anlegen schon mal etwas hektisch sein kann. Und anstatt bereits an Bord zu essen, haben wir lieber etwas länger geschlafen. Immer der Sonne entgegen starten wir dann gegen 7 Uhr durch das noch vollkommen verschlafene Trelleborg in den ersten Tag unserer Reise durch Schweden. Als inoffiziellen Startpunkt haben wir Schwedens südlichsten Festlandpunkt ausgemacht, Smygehuk genannt, der nur ein paar Kilometer entfernt liegt. Direkt mal Zeit für das erste Selfie des Urlaubs. Von hier aus sind es 314 Kilometer bis Berlin, 1500 bis Moskau, aber erfreulicherweise nur wenige Zentimeter bis zu Kati. Und die 510 Kilometer bis Stockholm geben ihr einen Vorgeschmack auf die Distanzen zwischen den einzelnen Zielen hier. Stockholm ist ja noch relativ weit im Süden Schwedens und doch noch 500 Kilometer entfernt. Die Distanzen werden sich für sie noch als harte Nuss erweisen. Zur Veranschaulichung, wie groß dieses Land ist. Tre Riksröset, grob übersetzt die Grenze der 3 Reiche, ist der nördlichste Punkt Schwedens und gleichzeitig das Dreiländereck von Schweden, Norwegen und Finnland hoch oben im Polarkreis. Von hier bis dort sind es stolze 1572 Kilometer Luftlinie. Wir setzen unsere Fahrt durch Skåne fort, die Kornkammer Schwedens, wie ein Freund es gerne nennt. Hier spalten sich die Meinungen. Die einen lieben diese Region, für andere geht Schweden aber erst nördlich von Stockholm los, da man erst dort in die richtige wilde Natur kommt. Ich persönlich gehöre zur zweiten Gruppe, denn als jemand, der oben in Jämtland gelebt hat, wirkt der tiefe Süden auf mich wie Schleswig-Holstein und dafür kann ich auch in Deutschland bleiben.
Die richtigen Schweden-Vibes kommen für mich erst in ein paar Tagen und weiter nördlich, aber trotzdem genieße natürlich auch ich die Fahrt durch die malerischen Felder in der Morgensonne. Kati bekommt direkt am ersten Tag einen Geschmack der großen Distanzen in Schweden. Denn wir fahren heute bis auf die Insel Öland, was von Trelleborg bereits gute 400 Kilometer sind. Auf die Insel gelangen wir über die 6 Kilometer lange Ölandsbrunn, die von Kalmar aus auf die Insel führt. Es ist Wochenende, es ist Sommer, ganz Schweden hat Ferien, entsprechend viel ist hier los. Die Ölandsbrunn ist übrigens Schwedens längste Brücke. Nein, das ist tatsächlich nicht die Öresundsbrunn, die Schweden und Dänemark verbindet. Denn, obwohl die Öresundsbrunn 1,8 Kilometer länger ist, liegt ihr Großteil auf dänischem Staatsgebiet und nicht auf schwedischem. Öland ist im Sommer eine beliebte Ferieninsel, in den Ferien zieht es Zehntausende an die hunderte Kilometer Strand. Sogar die königliche Familie hat hier ihren Sommersitz. In der Nebensaison ist hier hingegen sehr wenig los, wie im Rest Schwedens auch schließen die meisten Freizeitangebote mit Ende der Sommerferien im späten August. Weiter im Inland wird es schlagartig ruhiger, auch weil die Landschaft hier von steppenartiger Vegetation geprägt ist. Diese wird im Schwedischen Alva genannt und ist für die Landwirtschaft ungeeignet, daher wirkt es wie brachliegendes Weideland. Bekannt ist Öland aber auch für seine vielen Windmühlen. 300 bis 400 Stück gibt es heute davon noch auf der Insel, früher waren es bis zu 2000. Jeder Hof hatte seine eigene Mühle, Kvarn genannt, um autark wirtschaften zu können. Zu den berühmtesten der heute noch erhaltenen Mühlen gehören die Mühlen von Lärkaka. Ja. Kati ist auf Heuschreckenjagd. Andere kommen wegen der Windmühlen, sie ist wegen der Heuschrecken hier. Ja, früher als Kind war ich gemein und habe sie gejagt und dann gefangen und dann aber später wieder freigelassen. Oh, immerhin wieder freigelassen. Ja, die Windmühlen von Lärkaka, die sehen genauso aus wie alle anderen Windmühlen auf dieser Insel und die gibt es nun wirklich oft. Aber die hier scheinen besonders zu sein. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht weil es 5 in einer Reihe sind. Nee, berühmt sind die eher wegen ihrer guten Lage an einer wichtigen Nord-Süd-Verbindungsstraße und weil sie zu den am besten erhaltenen Bockmühlen der ganzen Insel gehören. Bockwindmühlen sind der älteste bekannte Mühlentyp und sind entsprechend simpel aufgebaut. Das Mühlenhaus steht auf einem einzigen massiven Pfahl innerhalb eines Holzgestells, welches Bock genannt wird. Über diesen Pfahl kann die Mühle dann gedreht werden. Auf der anderen Straßenseite findet ihr noch einen Runenstein, wie man ihn an vielen Orten in Schweden finden kann. Ihr müsst auf Öland vor allem eins: fahren. Die Insel ist zwar recht schmal, dafür aber über 100 Kilometer lang. Und das merken wir auch, als wir unsere Fahrt nach Norden fortsetzen. Wir wollen nämlich noch den Trollskogen besuchen, ein Naturschutzgebiet am nördlichsten Zipfel der Insel. Aber nicht mehr heute. Weil es schon spät ist, suchen wir uns lieber ein feines Plätzchen für die Nacht, da wir in Schweden und auf einer Insel sind, natürlich möglichst nett gelegen irgendwo am Strand. Das Jedermannsrecht macht es möglich. Stört niemanden, lasst keinen Müll zurück, respektiert die Natur und schon könnt ihr theoretisch überall campen. Natürlich gibt es Ausnahmen, die man auch tunlichst beachten sollte. Und die Einheimischen sind ein sicheres Indiz dafür, dass wir einen traumhaften Spot gefunden haben. Den Rest des Abends verbringen wir hier am Strand, das Wetter ist super, die See herrlich ruhig, die Sonne angenehm warm. Was für ein schöner Tag.
Der Sommer in Schweden ist nur kurz, dafür aber umso intensiver. Es wird nicht mehr richtig dunkel, das Grau des Winters weicht einem satten Grün und die Sonne wärmt mit genau der richtigen Temperatur. Der nächste Morgen ist einer dieser Momente, die den Sommer hier so besonders machen. Zu Fuß legen wir am Strand das kurze Stück bis rüber zum Trollskogen zurück. Am Strand werden wir vom Wrack der Sviks empfangen, einem Schoner, der hier Weihnachten 1926 während eines Sturms auf Grund lief. Die 7 Mann starke Besatzung konnte sich vorher noch per Beiboot retten. Danach geht es vom Strand in den Wald. Trollskogen bedeutet übersetzt Zauberwald und hier gelten andere Gesetze. Unter anderem haben Kühe Vorfahrt, es wird eine Kuhlänge Abstand empfohlen. Nein, im Ernst. Der starke Ostwind, der hier auch für das Wrack der Sviks verantwortlich ist, sorgt für einen unnatürlichen Wuchs der Bäume. Sie wachsen nicht nur krumm, sie könnten glatt aus einem Zeichentrickfilm getanzt kommen und hinter Schneewittchen herjagen. Verzaubert eben. Zentrum des Trollskogen ist die Trolleken, die Zaubereiche. Rund 900 Jahre alt und früher als Orientierungspunkt der Seeleute genutzt, als die Landschaft noch offener war, ist sie heute das Zuhause vieler seltener Arten von Pflanzen und Tieren. Es wird Zeit aufzubrechen. Zurück aufs Festland und weiter in Richtung Norden. Und um nicht den ganzen Weg wieder zurückjuckeln zu müssen, nehmen wir die Fähre nach Oskarshamn. Die Lademeister auf der Fähre sind sich nicht wirklich einig, wie sie mich haben wollen. Mal ebenso auf der Stelle drehen kann ich meinen LKW aber nicht, deswegen bekommt Kati diesen Spot, ich muss auf die andere Seite. Und die erste Fähre, auf der ich den Hobel mal nicht selbst sichern muss, guter Service. Damit heißt es Bye Bye Öland und Hallo Wetter, denn ziemlich zügig ist innerhalb der letzten halben Stunde eine Schlechtwetterfront aufgezogen. Mit dem aufkommenden Wind schaukelt die kleine Autofähre ganz ordentlich und einige Passagiere fühlen sich schnell sichtlich unwohl. Nach knapp 3-stündiger Überfahrt legen wir schließlich in Oskarshamn an. Von hier aus geht es jetzt weiter über Land in Richtung Stockholm. Das sind knappe 350 Kilometer Strecke und um die nicht über endlose Landstraßen rollen zu müssen, fahren wir ab Oskarshamn die E22 und später über die E4. Obwohl das Netz der Europastraßen den kompletten Kontinent miteinander verbindet, so sind sie doch in Deutschland kaum sichtbar, da hier stattdessen die nationalen Autobahnnummern verwendet werden. Dafür sind sie in Schweden allgegenwärtig. Die schwedischen Abschnitte der Europastraßen, auf Schwedisch Europaweg genannt, entsprechen aber nicht ganz dem, was man an Autobahnen aus Deutschland kennt. Nur wenige Strecken entlang der Ballungsräume sind wie hier als mehrspurige Autobahnen ausgebaut, die meisten E's entsprechen eher Landstraßen. In ländlichen Gebieten sind sie oft nur einspurig oder im sogenannten 2+1-System gebaut, das heißt, beide Fahrtrichtungen haben durchgehend eine Fahrspur und abwechselnd eine Überholspur, so wie es hier zu sehen ist. Die zugelassene Geschwindigkeit ist auf diesen Straßen abhängig von der Streckenführung, oft dürft ihr nur 70 fahren, auf den Autobahnabschnitten hin und wieder auch mal bis zu 120 km/h. Und jetzt gehen Kati und ich ins Gefängnis. Wir begeben uns direkt dorthin. Wir gehen nicht über Los und ziehen keine 4000 Kronen ein. Das lohnt sich auch nicht, weil das umgerechnet nur 384 € wären. Und das mit dem Gefängnis dürft ihr übrigens wörtlich nehmen. Das hier hinter mir ist eine echte Gefängnismauer. Aber keine Sorge, Kati und ich haben uns natürlich nichts zu Schulden kommen lassen, sondern wir verbringen die nächsten 2 Nächte freiwillig in einem ehemaligen Gefängnis. Wer von euch schon mal in Stockholm nach Unterkünften gesucht hat, der ist sicherlich auf das besondere Hotel auf der Insel Långholm aufmerksam geworden.
Früher ein Gefängnis, heute ein Hotel mit sogar 2 Sternen und statt der Gefangenen beziehen heute die Touristen ihre Zellen. Ich zeig's euch mal. Das Zentralgefängnis auf Longholm entstand bis 1880 in mehreren Schritten, am Ende war es mit 500 Zellen und bis zu 620 Gefangenen das damals größte Gefängnis Schwedens. 1910 wurde hier der Raubmörder Alfred Ander als letzter Mensch in Schweden hingerichtet, erst 1972 wurde das Gefängnis schließlich geschlossen und dem Verfall überlassen. In den 80ern folgte dann der Umbau zum Hotel, welches 1989 in Betrieb genommen wurde. Wenn ihr glaubt, dass die Zimmer heute größer sind als die Zellen es damals waren, dann irrt ihr euch. Man hat sich große Mühe gegeben, den Eindruck einer Zelle zu erhalten, aber im Gegensatz zu den Gefangenen können wir uns unsere Zellennachbarn aussuchen, haben ein eigenes Badezimmer und können die Zellen jederzeit verlassen. Der ehemalige Gefängnishof ist heute der Loungebereich des Hotels und wo früher die wenigen Minuten Freigang verbracht wurden, bewahren die Gäste heute alle möglichen Dinge auf. Außerdem nutzt eine uns nicht ganz unbekannte junge Dame den Innenhof, um ein wenig an ihrem Moped rumzuschrauben. So, und wegen jetzt dieses Kackdings musste ich jetzt die ganze Front abbauen, damit ich hier mal gescheit drankomme, um das hier einfach nur festzuschrauben. Ich fasse es nicht. Die ganze Arbeit für so ein bisschen was. Naja. Danach ist sie auch hoffentlich wieder fit. Dieses Kackding, wie sie es so schön nannte, ist übrigens die Drehzahl-Messerwelle. Und was war passiert? Die ist ihr plötzlich während der Fahrt abgefallen. Einfach so, mitten auf der E4. Und plötzlich zeigt dein Cockpit keine Geschwindigkeit oder Drehzahl mehr an. So, dann wird es aber endlich Zeit, die Insel zu verlassen und die Stadt unsicher zu machen. Und das machen wir ohne Motorräder, denn Stockholm ist mit der U-Bahn, der Tunnelbana, sehr gut erschlossen. Ausgangspunkt ist die Gefängnisinsel Longholmen hier. Von dort ist unser erstes Ziel die Insel Riddarholmen. Die Ritterinsel ist neben Gamla Stan das historische Zentrum der Stadt mit tollen Blicken auf den See und unter anderem das Stockholmer Rathaus. Zentrales Element der Insel ist Birger Jarl, der auf dem gleichnamigen Platz oben auf seinem Sockel zu sehen ist. Ihm wird die Gründung Stockholms um das Jahr 1250 zugeschrieben, außerdem galt er als die graue Eminenz hinter zweien seiner Söhne, die beide Könige von Schweden wurden. Nur eine Brücke weiter kommt ihr nach Gamla Stan, der berühmten Altstadt, von der wohl auch jeder schon mal gehört hat. Gamla Stan war früher die eigentliche Stadt Stockholm, entsprechend entstanden die ersten Häuser bereits Mitte des 13. Jahrhunderts. Die älteste Straße Stockholms, die Köpmangatan, gibt es heute noch, leicht zu erkennen an dieser Statue von Georg und dem Drachen an einem Ende und dem Stortorget am anderen Ende der Straße. Was Gamla Stan so charmant macht, ist die Mischung aus geschäftigen Einkaufsstraßen und ruhigen Seitenstraßen. Viele Schweden machen einmal im Jahr auch ein Erlebnis daraus, aus den ländlichen Regionen mit der ganzen Familie nach Stockholm zu fahren und dort einzukaufen, weil Auswahl und Angebot hier einfach am größten sind. Und für Touristen wie uns gibt es natürlich die obligatorischen Wikinger-Kneipen und Souvenirshops. Hört ihr mittags in Gamla Stan Marschmusik, dann kommt das sicherlich vom königlichen Schloss rüber, wo gerade der Wachwechsel stattfindet. Seit 1643 ist Stockholm Sitz des schwedischen Königs mit dem Stockholmer Schloss als Amtssitz. Seit 1982 ist es aber nicht mehr Wohnsitz des Königs, zu dem kommen wir später noch. Mittelalterfans empfehle ich unbedingt einen Besuch der Rüstkammer im Untergewölbe des Schlosses. Darin findet ihr eine breite Ausstellung an historischen Waffen, Rüstungen und Kleidungen der verschiedenen Herrscherfamilien Schwedens. Auch Dinge aus dem alltäglichen Leben der Könige sind hier ausgestellt, fotografieren ist allerdings schwer, denn dort ist es sehr, sehr dunkel. Die Ausstellung geht auf König Gustav Adolf zurück, der während des Dreißigjährigen Krieges befahl, seine Kleidung nach seinem Tod für immer in der Rüstkammer aufzubewahren. Früher als es dem König lieb sein konnte, ging sein Wunsch dann auch in Erfüllung, denn Gustav Adolf fiel in der Schlacht bei Lützen 1632.
Seitdem sind in der Rüstkammer seine Waffen, seine durchlöcherte und noch blutbefleckte Kleidung sowie sein Schlachtross mit dem Namen Streif ausgestellt, auf dem er bei Lützen in die Schlacht ritt und auf dem er tödlich verwundet wurde. Durch das Regierungsviertel, vorbei am Reichstagsgebäude und immer am Wasser entlang machen wir uns auf den Weg zu einem weiteren, noch wesentlich berühmteren Museum, dem Vasa-Museum. Das Vasa-Museet verbindet auf eindrucksvolle Weise Technik und Geschichte. Das ehemalige Flaggschiff der schwedischen Flotte ist deswegen immer auf der Liste, wenn ich mal in Stockholm bin. Die Vasa wurde dadurch berühmt, dass sie bereits auf ihrer Jungfernfahrt im Dreißigjährigen Krieg nach nur 1,3 Kilometern sank. Durch Konstruktionsfehler war das Schiff so instabil, dass der erste stärkere Windstoß ausreichte, um das Schiff kentern zu lassen. Bereits erste Tests hatten die Instabilität gezeigt, Warnungen wurden aber ignoriert. Im modernen Management gibt es heute mit dem sogenannten Vasa-Syndrom sogar ein nach dem Schiff benanntes Kommunikationsproblem, das im schlimmsten Fall zum Scheitern des gesamten Vorhabens führt. Wollt ihr verstehen, wie es zum Unglück kam, dann besucht am besten das museumseigene Kino. Vom Bau der Vasa über die Jungfernfahrt und das Unglück bis zur Bergung und Präparierung wird hier mit Animationen und Originalaufnahmen der Bergung der gesamte Lebensweg der Vasa von 1628 bis heute nachgezeichnet. Und so hat die Vasa vermutlich mal ausgesehen. Der verzierte Rumpf und die bunt bemalten Figuren sollten den Gegner einschüchtern, sofern das die 64 Kanonen noch nicht getan haben. Allein 300 Soldaten wären zum Entern feindlicher Schiffe an Bord gewesen, neben den 137 Mann regulärer Besatzung. Zur damaligen Zeit war die Vasa eines der größten und am stärksten bewaffneten Kriegsschiffe und hätte im Dreißigjährigen Krieg gegen das katholische und ergo verfeindete Polen ziehen sollen. Heute sind 98% des originalen Schiffs wiederhergestellt, zusätzlich wurde es mit neuen Masten und Tauen vervollständigt. Auf 6 Ebenen kann man einmal um das gesamte Schiff gehen, die Ausstattung findet sich in Räumen daneben. Was gibt es in Stockholm sonst noch zu sehen? Mit Öland kennen wir ja bereits den Sommersitz des Königs, hier in Stockholm hat man dann die Möglichkeit, ihn direkt zu Hause zu besuchen. Seid beim Besuch des Schlosses Drottningholm aber auf der Hut, es ist durchaus realistisch, Carl Gustaf hier über den Weg zu laufen. Und dann solltet ihr ein kleines Detail über die schwedische Sprache kennen. Im Schwedischen duzt man jeden, egal wie gut man diese Person kennt. Ausnahme ist der König, den spricht man in der dritten Person an, beispielsweise mit der Frage Hur mår kungen, wie geht es dem König? Ansonsten empfehle ich einen Besuch des Hagaparks im Norden Stockholms. Besonders das Schmetterlingshaus bietet warme und farbenfrohe Abwechslung an einem regnerischen Tag. Wir haben effektiv nur einen Tag in Stockholm verbracht und konnten deswegen nur an der Oberfläche kratzen. Zu sehen gäbe es hier natürlich noch viel, viel mehr. Für mich war es bereits der 3. Besuch in Stockholm, so langsam kommt also ein recht guter Gesamteindruck der Stadt zustande. Ich reise eigentlich für die Natur nach Schweden und halte mich entsprechend meist außerhalb der Städte auf, Stockholm ist dabei aber immer einen Kurzbesuch wert. Obwohl es der größte Ballungsraum Skandinaviens ist, hat man durch das Wasser und die vielen kleinen Inseln nicht das Gefühl von Enge, wie man es aus anderen Städten kennt, und durch die Menschen aus aller Welt kommt außerdem eine Atmosphäre zustande, wie man sie sonst in Schweden eigentlich nirgends findet. Und noch ein Tipp, falls ihr euch auf Långholm oben auf die Felsen setzt, so wie wir es hier gerade tun, lasst eure Sachen nicht unbeaufsichtigt. Dem armen Kerl hier haben die Möwen glatt die Pizza geklaut, während er kurz am Telefon war. Nach unserem Kurzbesuch in der Hauptstadt werden wir aus dem Gefängnis entlassen und setzen unsere Reise in Richtung Norden fort. Unser Weg führt uns über die E4 vorbei an Uppsala und Gävle, wo wir die E dann verlassen und weiter in Richtung Ljusdal über Land fahren. Und mit Stockholm lassen wir auch den dichter besiedelten Süden hinter uns und kommen in das ländlichere Schweden. Ab hier habe auch ich das Gefühl, endlich in Schweden angekommen zu sein. Herrlich! Bei Järvsö feiern wir das mit einem Besuch des Järvzoos, in dem man die wilden Tiere Schwedens in natürlicher Umgebung sehen kann.
Denn auch wenn Schwedens Wälder voller Tiere sind, sehen kann man die meisten nur selten und mit sehr viel Glück. Schaut daher auf der Durchreise nach Ljusdal auf jeden Fall mal im Järvsö vorbei und besucht dort die Big Four Schwedens. Die Big Four sind die 4 größten Tiere in Schwedens Wäldern. Der Braunbär, der Wolf, der Luchs und der Vielfraß. Je nachdem, wen man fragt, gehört auch der Elch dazu, dann redet man von den Big Five Schwedens. Aber bis auf den Elch werdet ihr wahrscheinlich keines der Tiere in freier Wildbahn je zu Gesicht bekommen und wenn, dann könnt ihr euch schon extremst glücklich schätzen. Dabei ist der Elch sogar das statistisch tödlichste Tier Schwedens, man denke nur an Verkehrsunfälle mit diesem pferdegroßen Koloss. Daneben gibt es noch Polarfüchse, Rentiere, Moschusochsen und viele Greifvögel im Zoo zu sehen. Eben alles, was in Schwedens Wäldern so unterwegs ist. Haltet euch aber ran, die Tiere im Järvsö sind Profis im Umgang mit Fotografen und wissen ganz genau, wann sie sich wegdrehen müssen, um euch die Aufnahme zu versauen. Zum Schluss noch ein Fun Fact. Järv bedeutet auf Schwedisch Vielfraß, Ö bezeichnet eine Insel. Der Ortsname Järvsö bedeutet also übersetzt Vielfraßinsel. Und auf dem Weg nach Ljusdal geht es auch direkt tierisch weiter. Dürfen wir euch zum Essen einladen? Es gibt wohl Nudeln, da müsst ihr euch drauf einstellen. Wir haben leider nicht viel anderes zu bieten. Tja. Wir sind so richtig schön über den Tisch gerade. Egal wo man hingeht, Kathi findet sofort neue Freunde. Sie sitzt gleich auf meinem Schoß. Nach dem Essen tanken wir nochmal voll. Im Gegensatz zu Deutschland tankt ihr in Schweden nicht zuerst und bezahlt danach an der Kasse, sondern ihr bezahlt in der Regel erst mit der Kreditkarte direkt an der Zapfsäule und tankt erst dann. Es wird dann ein bestimmter Betrag auf eurer Karte geblockt und später centgenau abgerechnet. Einen Shop, wie wir ihn an fast allen deutschen Tankstellen haben, gibt es nicht immer, oft besteht die Tankstelle nur aus ein paar unbemannten Zapfsäulen am Straßenrand. Und diesmal wird auch mein kleiner Zusatzkanister gefüllt, denn hinter Ljusdal wollen wir vorerst die Asphaltstraßen verlassen und über Schotter durch den Wald weiter. Wir sind mittlerweile in Tag 4 unserer Reise und haben schon so viel Strecke gemacht, dass wir uns in großen Schritten bereits dem geografischen Mittelpunkt Schwedens nähern. Ich hatte euch ja bereits vom Jedermannsrecht in Schweden erzählt. So fantastisch es auch ist, dass man theoretisch überall campen darf, so schwer ist es oftmals, auch einen richtigen Ort dafür zu finden. In Schweden ist beinahe jeder brauchbare Meter Wiese landwirtschaftlich genutzt, der Rest ist entweder zu steinig, zu sumpfig, zu uneben oder liegt mitten in einem geschützten Gebiet. Und an den restlichen schönen Stellen hat sicherlich schon irgendein pfiffiger Schwede ein Häuschen gebaut. Wenn ihr euch also entschließt, euch einen Platz zum Übernachten zu suchen, dann fangt frühzeitig damit an, die Suche könnte je nach Region etwas länger dauern. Diese Stelle haben wir per Maps gefunden, vor Ort stellt sie sich aber als unbrauchbar heraus. Moosbewachsene Felsen, viel zu uneben und Heringe bekommt man da auch keine rein. Da es hier aber grundsätzlich sehr schön ist, starte ich kurzerhand die Aufklärung aus der Luft. Ich fliege, soweit es die Verbindung zulässt, die richtige Belichtung der Aufnahme ist ausnahmsweise mal Nebensache. Und siehe da, weiter die Schotterpiste entlang sieht es so aus, als könnte man am Seeufer campen. Also los! Und wir finden einen Spot. Traumhaft direkt am Wasser gelegen, mit nur einem kleinen Haken. Der Boden ist so hoch mit Kraut bewachsen, dass er für Heringe vollkommen ungeeignet ist. Ich muss sagen, ich hatte noch nie ein so schlecht abgespanntes Zelt. Wenn es diese Nacht regnet, werden wir da drin richtig nass. Selbst die Packtasche dient als Beschwerung. Wir haben Steine auf die Ringe und die Sturmabspannung gehängt, beziehungsweise Steine draufgelegt und immer noch hängt es schief und schäl. Aber ist nur für eine Nacht. Es soll trocken bleiben. Toi, 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 drückt uns die Daumen. Und ich meine, selbst wenn wir nass werden, das ist doch mal eine Aussicht.
Heringe haben gehalten, das Zelt ist trotz mangelnder Abspannung nicht zusammengefallen und Elche haben uns auch nicht gefressen. Beste Voraussetzungen für einen schönen Tag. Erstes Ziel des Tages ist Schwedens geografischer Mittelpunkt. Und den erreichen wir praktischerweise ausschließlich über Schotterstraßen mitten durch die Wälder. Meine GS freut sich, mit den Stollen endlich etwas Schotter in die Heide schleudern zu können. Neugierig war ich aber natürlich, wie Kati und ihre Yamaha sich so auf Schotter schlagen. Und was soll ich sagen? Absolut problemlos. Egal wie grob oder fein der Belag, wie rutschig die Piste, wie eng die Kurve, Kati hat Bock auf Schotter. Das ist mein Mädchen. Und wer Freude an etwas hat, der wird schnell mal übermütig, so wie ich hier. Wenn man in der Kurve kurz wegrutscht, holt einen das aber ganz schnell wieder auf den Boden der Vernunft zurück. So erreichen wir bald den ca. 60 Kilometer von Sundsvall gelegenen Flataklocken, auf dessen Spitze wir offiziell den Mittelpunkt Schwedens erreichen. Da sind wir wieder, nach einem Jahr. Wer sich erinnert, auf der Rückreise vom Nordkap war ich hier vor einem Jahr schon mal. Wer die Videos dazu noch nicht gesehen hat, ja, was stimmt mit euch nicht? Holt das jetzt sofort nach. Sofort, ich kontrolliere das nachher. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt nach Schwedens südlichstem Punkt auch Schwedens Mittelpunkt erreicht. Den nördlichsten Punkt werden wir leider nicht mehr schaffen, der ist noch ein bisschen weit weg. Aber wenn man bedenkt, der südlichste Punkt ist Luftlinie. Luftlinie wohlgemerkt, 800 Kilometer von hier entfernt. Dieses Land ist einfach riesig. Mal eben durch Schweden fahren, ist nicht. Die prächtige Aussicht vom Flataklocken müsst ihr euch allerdings hart erarbeiten, denn die 1,5 Kilometer Straße hierauf, die sind eine Tortur. Die Schneeschieber haben ganze Arbeit geleistet, die Rillen in der Fahrbahn haben es wirklich in sich. Dafür ist Schwedens Mittelpunkt so weit ab vom Schuss, dass ihr hier oben in der Regel allein seid. Vor allem in der Nebensaison, denn dann hat die kleine Pommesbude neben dem Mittelpunkt auch noch geschlossen. So sind die Schweden. Die Sehenswürdigkeiten sind kostenlos zu erreichen, aber man baut immer eine kleine Pommesbude daneben. Bergab lassen wir dafür einfach rollen. Und wir bleiben heute so oft es geht auf Schotterstraßen, wir müssen allerdings auch die Zeit im Blick behalten, nur Schotter geht deswegen nicht. Aber ich hoffe doch, dass ihr mir bei einer so malerischen Straße verzeihen könnt, wenn es hin und wieder auch über Asphalt geht. Und weil mich immer wieder Fragen besorgter Zuschauer vor ihrer ersten Schwedenreise erreichen, lasst mich kurz etwas zu den schwedischen Straßen sagen. Ihr könnt euch in Schweden grundsätzlich aussuchen, ob ihr auf Asphalt oder auf Schotter fahren wollt. Alle Städte sind über ganz normale Straßen erreichbar, nur wenn ihr kleinste Dörfer erreichen wollt, müsst ihr bereit sein, auch auf Schotterstraßen zu fahren, denn die sind oft nur auf unbefestigten Wegen erreichbar. Selbst diese Straßen sind aber in der Regel so gut, dass jedes Auto oder Motorrad damit zurechtkommt. Ihr solltet trotzdem immer vor Schlaglöchern oder tiefen Spurrillen auf der Hut sein, besonders als Motorradfahrer. In der Regel könnt ihr an den Verkehrsschildern auch bereits erkennen, ob ihr mit einer Schotterstraße rechnen müsst oder nicht. Die kleineren Orte, die man nur über Schotter erreicht, sind erfahrungsgemäß durch ein gelbes Schild mit schwarzer Schrift ausgewiesen, während die größeren Orte mit asphaltierten Straßen über ein blaues Schild mit weißer Schrift ausgewiesen sind. Wir sind gerade übrigens unterwegs zu Schwedens größter Naturkatastrophe. Und die hat nichts mit ABC-Stoffen, Klimawandel oder sonst was zu tun, sondern mit einem Wasserfall und einem Mann, der diesem Wasserfall zum Verhängnis werden sollte. Döda-Fallet, der tote Wasserfall, den ihr heute über Holzwege erwandern könnt. Stellt euch an dieser Stelle statt eines Tals einen der größten Wasserfälle Schwedens vor, einst 35 Meter hoch, reißende Wassermassen, die ins Tal rauschen.
Gespeist wurde der Wasserfall mit Wasser aus dem davorliegenden Ragundersee, der 25 Kilometer lang und mit 300 Millionen Kubikmetern Wasser gefüllt war. Der Ragundersee wiederum erhielt sein Wasser aus dem Indalselven, einer der größeren Flüsse Schwedens, der nicht weit von hier bei Sundsvall ins Meer mündet. So war es zumindest bis zum 7. Juni 1796. An diesem Tag gelang einem Einheimischen mit Namen Magnus Huss das schier Unmögliche, nämlich die Zerstörung des Wasserfalls und des Sees. Aber der Reihe nach. Da die Holzindustrie im 18. Jahrhundert in Schweden immer mehr an Bedeutung gewann, wollte man Baumstämme den Indalselven hinab bis an den botnischen Meerbusen treiben, anstatt sie mühsam über Land zu transportieren. Der Wasserfall, an dessen Felsen die Baumstämme immer wieder zerstört wurden, wenn sie hier hinabtrieben, stand diesem Plan im Weg. Magnus Huss hatte deswegen die Idee, einen ca. 200 Meter neben dem Wasserfall verlaufenden Bach mit dem Indalselven zu verbinden und darüber die Baumstämme kontrolliert und sicher am Wasserfall vorbeitreiben zu lassen. Der Bach verlief genau dort, wo heute der Indalselven fließt, ihr könnt euch also denken, was hier passiert ist. Statt ruhig und bedächtig durch den Bach abzufließen, rauschte das Wasser des Sees mit unbeschreiblicher Macht durch den engen Bach, grub sich im losen Kiesuntergrund ein neues Flussbett und innerhalb weniger Stunden entleerte sich der gesamte See in einer 15 Meter hohen Flutwelle das Tal hinab. Der Wasserfall war plötzlich trocken. Tot, wenn man so will. Und der Indalselven hatte einen neuen Verlauf. Huss hatte es geschafft, den gesamten Fluss umzuleiten, ohne dies je gewollt zu haben. Wie durch ein Wunder kam dabei niemand ums Leben, denn Huss hatte einen schweren Denkfehler begangen. Statt den Indalselven und den Bach bereits im Spätsommer 1795 zu verbinden, wenn der See am wenigsten Wasser geführt hätte, wurde er im Jahr darauf vom Frühjahrshochwasser überrascht, als die Schneeschmelze den See über die Ufer treten ließ und in den zum Bach führenden Kanal überlief. Mit den Mitteln seiner Zeit gab es nichts, was die Katastrophe hätte aufhalten können. Dafür hat Schweden heute eine Sehenswürdigkeit mehr und der Grund des leergelaufenen Sees stellte sich als fruchtbares Ackerland heraus, welches auch heute noch bewirtschaftet wird. Moin zusammen! Wir sind gestern von Döderfallet noch in einem Rutsch rauf nach Lappland gefahren, wo wir uns jetzt für 2 Nächte in einer Stüga eingemietet haben. Es wurde was spät, deswegen kam gestern Abend auch nichts mehr an Aufnahmen. Wir haben erstmal die Füße hochgelegt und wollen heute noch ein wenig den Tag genießen. Glücklicherweise ist es sehr schön, bisher. Ja. Ey, beschrei es nicht, ja? Es soll trocken bleiben. Ja, die Auszeit haben wir uns auch verdient, denn der gestrige Tag war ein wenig aufregend. Ja, ein wenig Abenteuer haben wir erzeugt. Ja, Kathi ist das erste Mal Offroad gefahren. Wir sind über Schotterpisten durch Mittelschweden gefahren. Sie hat sich auch wunderbar geschlagen. Ja. Hat auch tierisch Spaß gemacht, bis es plötzlich keinen Spaß mehr gemacht hat, denn Kathi hat sich leider lang gemacht. Ja, das endete dann damit, dass ich und die Yamaha lagen. Wobei ich glücklicherweise nichts davon trug und direkt wieder aufstehen konnte. Die Yamaha allerdings komplett kopfüber in so einem Graben rein. Ja, ich habe im Rückspiegel nur gesehen, da poltert irgendwas. Bom, bom, bom. Auf einmal Kathi rutscht zur Seite, ab in den Graben. Dachte nur, oh mein Gott, Kathi Krankenhaus, Yamaha Schrott, Urlaub Ende. Aber dafür, dass es wirklich schlimm aussah, die Yamaha wirklich kopfüber im Graben, hatte Öl verloren und alles mögliche, Spiegel ab, Blinker ab, rausgehoben. Es kam eine Dame, die in dem Ort wohnte, vorbei, hat uns angeboten, dass wir den Hobel auf ihren Hof schieben und da sauber machen und ein bisschen zur Ruhe kommen, was wir dann auch getan haben. Ein wirklich sehr glücklicher Zufall wieder. Ja, wirklich eine wunderbar hilfsbereite Dame. Ja. Die hat uns mehr Werkzeug angereicht, als wir jemals brauchten. Und ja, ob man es glaubt oder nicht, wir haben sie wieder flott bekommen. So zumindest, dass sie wieder ordentlich fährt. Wir gehen gleich mal mit euch rum. Ich blende auch parallel, wie ihr gesehen habt, schon mal ein paar Bilder für das Flottmachens von gestern ein. Wir machen heute noch den kleinen Rest, aber so wie es aussieht, können wir die Tour tatsächlich fortsetzen. Aber das hängt natürlich davon ab, wie Kathi damit zurechtkommt. So, Ist-Zustand. Fußraste vorne war gebrochen, wie ihr in der Aufnahme sehen könnt. Wir haben jetzt die hintere nach vorne montiert. Vorne die Verkleidung, so gut es geht, wieder dran geschraubt und den Rest mit Panzerband geflickt. Da haben wir nachher noch wesentlich mehr zur Verfügung. Spiegel ist noch ab. Da wollen wir jetzt gucken, ob wir den rechten Spiegel links montieren können. Und ansonsten hat die Verkleidung natürlich jetzt hart gelitten. Da tun wir noch unser Bestes.
Und dann wird Kathi auch noch die letzten 10.000 Kilometer dieser Tour damit wunderbar zurücklegen können. Ja, mein Display hier. Da können wir auch gucken, ob wir das nochmal gerade gebogen kriegen, damit das, also den Anschluss gerade gebogen kriegen, dass das hier auch wieder läuft. Stimmt, genau, der Drehzahlmesser hat vorne keinen Kontakt mehr zum Vorderrad. Ja, ansonsten, dafür, dass sie kopfüber lag und wirklich den Anschein machte, als würde nie wieder irgendwas funktionieren. Top Motorrad, hat sich gelohnt. Dann mal an die Arbeit. Bevor wir aber irgendetwas reparieren können, müssen wir erstmal die komplette vordere Verkleidung entfernen. Die hat auch am stärksten gelitten, technisch ist die Maschine überraschend gut in Schuss. Das Cockpit ist zum Beispiel aus seiner Halterung gebrochen und wird mit Panzerband repariert. Die Drehzahlmesserwelle hatte Kathi erst in Stockholm wieder dran geschraubt und wieder ist sie ab. Diesmal ist ärgerlicherweise auch noch die Verschraubung verbogen, ich gebe mein Bestes, um sie mit der Zange wieder in Form zu bringen. Ein kleiner Schuss Öl kommt rein, den wir freundlicherweise unterwegs von einem Werkstattmeister geschenkt bekommen haben. Nachdem der Blinker wieder richtig sitzt, kommt auch die Verkleidung wieder dran. Kurze Probefahrt, ob alles läuft und dann ran an den Feinschliff. Panzerband wird während unserer Reise ab hier eine tragende Rolle spielen, alles was noch klappert oder wackelt, wird damit fixiert. Und das Motorrad bekommt dadurch teilweise sogar eine stylische Carbon-Optik. Wir wollen euch diesen Tiefpunkt unserer Reise übrigens ganz bewusst nicht vorenthalten, auch wenn wir wissen, dass wir von einigen von euch dafür mit Hohn und Spott überzogen werden. Wir zeigen euch hier nicht nur schöne Landschaft und rosa Wolken, sondern berichten ehrlich auch über die Schattenseiten einer solchen Reise. Ihr wollt durch Schweden fahren und Abenteuer erleben? Geile Idee! Aber stellt euch auch auf Schwierigkeiten ein und bereitet euch im Vorfeld schon auf Probleme vor. Unserer Vorbereitung und auch einer Prise Glück ist es am Ende zu verdanken, dass wir die Reise trotz der Schäden an Kathis Maschine fortsetzen konnten. Wir sind zuversichtlich, dass Kathis Maschine auch noch den Rest der Tour durchhalten wird. Während Kathi sich ausruht, sattle ich die Pferde und mache etwas die Schotterpisten durch die Wälder der Umgebung unsicher. Wir sind hier am Rande des schwedischen Teil Lapplands, sprichwörtlich mitten im Nichts, bis zum Polarkreis ist es nur noch ein Katzensprung. Entsprechend ist es für mich Balsam für die Seele, statt im verkehrsreichen Deutschland einfach nur durch menschenleere schwedische Landschaften rollen zu lassen und irgendwo an einem See die Nase in die Sonne zu halten. Einfach herrlich. Die MS Mausi sticht in See, natürlich mit Kathi als Kapitän und mir armem Wicht als Ruderer. Das Boot ist ein freundlicher Service unserer Gastgeber, der auch dankend angenommen wird.
Ich habe in Schweden das Angeln schätzen gelernt, einen deutschen Angelschein habe ich aber nicht. Den braucht man in Schweden nämlich nicht. Daher habe ich natürlich auch meine kleine Reiseangel mit im Gepäck. Ich weiß selbst nicht warum, aber ich finde Angeln unglaublich entspannend. Ich muss nicht mal etwas fangen, allein schon das Auswerfen und Einholen beruhigt ungemein. Entsprechend bin ich auch nicht traurig, dass die Fische heute anscheinend woanders unterwegs sind. An anderen Orten in Schweden habe ich dafür schon mehrere Barsche gefangen, Hechte kommen hier auch oft vor. Seid aber vorsichtig mit dem Angeln in Schweden, das Jedermannsrecht beinhaltet nicht automatisch das Recht zu angeln. An vielen Gewässern benötigt ihr dafür eine Angelkarte, eine sogenannte Fiskekort. Das Recht an diesem See hier zu angeln gehört glücklicherweise auch zur Styga mit dazu. Von dem Geld, das die Leute mit den Angelkarten einnehmen, setzen sie übrigens neue Fische in den Gewässern aus, damit auch immer etwas zu angeln da ist. Dafür zahle ich auch gerne. Dumm nur, wenn man die Hälfte der Zeit dann mit dem Enthädern der Angelschnur verbringt. Zum Abendessen machen wir es uns nahe der Hütte an der eigenen Feuerstelle gemütlich. Um in Schweden ganz einfach überall ein Lagerfeuer bauen zu können, empfehle ich euch, in Schweden in den nächsten ICA zu gehen und euch Brastendere zu holen. Das sind Grillanzünder mit Streichholzkopf, in Deutschland habe ich sowas noch nirgends finden können, super praktisch. Auch Lagerfeuer sind in Schweden über das Jedermannsrecht abgedeckt, aber auch hier gibt es natürlich Dinge zu beachten. Nutzt am besten eine Grillhütte, denn von denen gibt es in Schwedens Wäldern wirklich jede Menge. Oft steht dort sogar eine extra Kiste Brennholz für euch bereit. Achtet ansonsten auf einen passenden Ort, an dem nicht mit der Ausbreitung des Feuers zu rechnen ist. Außerdem dürft ihr nur liegendes Holz verwenden, es ist verboten, dafür Bäume zu fällen oder Rinder abzuschaben. Und vor allem, hier spricht jetzt der Feuerwehrmann aus Erfahrung, löscht euer Feuer hinterher auch richtig. Schweden hat mehr und mehr mit Waldbränden zu kämpfen, es kann sogar sein, dass Lagerfeuer wegen Waldbrandgefahr in einer gesamten Region verboten sind. Ansonsten möchten wir euch an dieser Stelle Lapplands Luftwaffe vorstellen, die Mücken. Und wo eine ist, da sind in Schweden gleich Dutzende Schwärme. Dagegen tun könnt ihr so gut wie nichts, es gibt zwar überall Mückenschutzmittel wie Mügger zu kaufen, doch bei mir hat das noch nie geholfen. Der Rauch des Feuers ist denen auch vollkommen egal, man muss es also entweder erdulden oder nach drinnen flüchten. Wir nehmen es mit Humor und wehren uns mit einer für Schweden im Sommer typischen Handbewegung. In Schweden sind die Menschen sehr stolz auf ihr Fleisch, das in der Regel etwas teurer ist, aber wie ich finde besser schmeckt als in Deutschland. Achtet beim Kauf auf das Siegel Kött från Sverige. Dieses Video wird übrigens nicht gesponsert, mir zahlt niemand etwas dafür, dass ihr mir hier beim Braten meiner Wurst zuseht. Zum Essen empfehle ich euch ein sogenanntes Lättöl, ein Leichtbier, das es in Schweden in jedem Supermarkt zu kaufen gibt. Mit nur 2,25% bis maximal 3,5% Alkohol schmeckt es trotzdem frisch nach Bier, man hat am Ende aber keinen dicken Kopf und kann am nächsten Tag problemlos fahren. Aber zum Thema Alkohol in Schweden kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurück. Immer muss man auf die Frauen warten. Aber hey, ich will mich nicht beschweren, denn immerhin können wir die Tour trotz der Schäden an Katis Maschine wie geplant fortsetzen.
Der Wetterbericht sagt uns für heute außerdem traumhaftes Wetter voraus und das ist etwas, was an unserem Tagesziel nicht selbstverständlich ist. Wir fahren heute zusammen den Vildmarksvägen, Schwedens berühmte 360 Kilometer lange Wildnisstraße entlang der Berge an der Grenze zu Norwegen. Der Vildmarksvägen startet je nach Fahrtrichtung entweder bei Vilhelmina oder bei Strömsund. Wir fahren ihn ab Vilhelmina, also in südliche Richtung. Dazu rollen wir nicht weit von der Stüga entfernt in den schwedischen Teil Lapplands rein und folgen bis Vilhelmina der E45. Wir haben mit dem Vildmarksvägen auch den nördlichsten Punkt unserer Tour erreicht, ab morgen geht es wieder in Richtung Süden. Die Wildnisstraße startet ziemlich urban, zu Beginn hat man nicht mehr Wildnis als in jeder anderen ländlichen Region in Schweden auch. Tatsächlich muss man erstmal ein langes Stück durch kleinere Dörfer zurücklegen, ehe es entlang der Seen langsam wilder wird. Landschaftlich schön zu fahren ist es natürlich trotzdem. Während wir so in Richtung Wildnis rollen, schwelge ich immer wieder in Erinnerungen, denn bereits 2017 war ich hier mit meiner damaligen F800 GS auf Tour, damals noch absoluter Anfänger in Sachen Fernreisen mit dem Motorrad. Damals entstand hier mit einer billigen Actioncam ohne jede Art der Bildstabilisierung meine erste kleine Reisedoku. Auf dieser Tour begann auch meine Begeisterung für das Motorradfahren in Schweden und das, obwohl die Tour alles andere als nach Plan verlief. Bis zum Polarkreis herrschte herrlichster Sommer und ich erlebte meine erste Mitternachtssonne. Kaum war ich aber im Polarkreis, wechselte das Wetter zu Regen und Sturm, in den Bergen fuhr ich bei frostigen Temperaturen entlang noch zugefrorener Seen. Ich drehte daher wieder nach Süden und zum Vildmarksvägen, da schien wenigstens die Sonne. Und ich wurde mit vielen Rentieren und Elchen entlang der Strecke belohnt. Um die Natur am Vildmarksvägen so richtig zu genießen, müsst ihr viele Pausen machen. Denn so herrlich entschleunigend es ist, hier immer weiter am Wasser entlang zu rollen, von der Straße bekommt man das meiste der Wildnis gar nicht mit. Die Drohne zeigt dabei deutlich, was einen jenseits der Straßen noch an Abenteuern erwartet. Das ist unser Stichwort, denn entlang der Stromschnellen des Lichö-Forschens, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sollte man auf jeden Fall eine Pause einlegen und ein paar Minuten die Füße hochlegen. Sofern ihr einen freien Platz findet. Ich glaube, bei so einer Landschaft ist es nicht verwunderlich, dass man entlang des Vildmarksvägens alle paar Meter ein Wohnmobil trifft, richtig allein ist man hier selten. Aber zum Glück ist hier so viel Platz, dass man trotzdem eine nette Ecke für sich findet. Ab hier fühlt sich der Länsväg 342, wie der Vildmarksvägen offiziell nummeriert ist, endlich auch wie Wildnis an. Immer entlang des Flusses geht es jetzt in Richtung eines ganz besonderen Wasserfalls, der genauso heißt, wie er aussieht. Der Trappstegforsen, auf Deutsch die Treppenstufenstromschnellen. Der Trappstegforsen ist weder der größte, der höchste oder der spektakulärste Wasserfall in Schweden, aber trotzdem schön und definitiv einen Halt wert. Und natürlich gibt es auch hier die obligatorische Pommesbude. Die Treppenform kommt durch die eckige Form des Gesteins zustande, auch das Flussufer ist auf diese Art zerteilt. Verpassen könnt ihr ihn nicht, da der Vildmarksvägen keine 50 Meter daneben entlang führt.
Mit Saxnäs lassen wir direkt hinter dem Trapsteg forschen die letzte größere Siedlung hinter uns. Spätestens ab hier seid ihr in der Wildnis angekommen. Nächster Stopp ist das Stekenjokk, der Ort, wegen dem es den Wildmarkswägen heute überhaupt gibt. Aber lasst euch von den Siedlungen entlang des Wildmarkswägens nicht täuschen, die Region ist in Relation zu ihrer Größe sehr dünn besiedelt. Nur 22.000 Menschen leben hier in vielen kleinen Siedlungen verteilt, das sind weniger als eine Person pro Quadratkilometer. Gleichzeitig führt die Strecke durch die bärenreichste Region Schwedens. Wenn ihr hier aber mal einen Bären zu Gesicht bekommt, dann benachrichtigt mich gerne, ich möchte euch persönlich gratulieren. Wir fahren jetzt mit jedem Meter näher an die Baumgrenze heran, das fällt allerdings unterwegs gar nicht auf, bis die Bäume am Wegesrand plötzlich komplett verschwunden sind. Wir fahren nämlich auf das Hochplateau des Stekenjokks. Das Stekenjokk bzw. die dortige ehemalige Grube ist der Grund, warum es den Wildmarkswägen heute überhaupt gibt. Denn wo heute Wohnmobile und Motorräder auf Reise sind, fuhren früher Bergleute zur Arbeit. Die Straße wurde in den 1970ern gebaut, um die Grube mit den Dörfern der Umgebung zu verbinden, in denen die Bergleute mit ihren Familien lebten. 1989 wurde die Grube stillgelegt, seitdem steht hier oben Wohnmobil an Wohnmobil. Am Stekenjokk ist der Wildmarksweg mit 876 Metern über Null die höchste asphaltierte Straße Schwedens. Mücken kommen an weiten Teilen der Strecke deswegen nicht mehr vor, dafür pfeift hier das ganze Jahr über eine steife Brise. Im Winter liegen hier bis zu 7 Meter Schnee, die Straße wird deswegen im Winter gesperrt. Nur eine öffentliche Straße in Schweden ist noch höher, nämlich der Flatruetvägen, den wir ein paar Tage später auch noch fahren werden. Die Freiheit ist hier oben förmlich zu greifen, die Drohnenaufnahmen steigern dieses Gefühl der Freiheit dann nochmal. Eine Drohne ist hier oben so gut wie unerlässlich, denn nur aus der Luft kann man die Weite dieser Landschaft überhaupt erfassen. Vom Boden sah das noch ganz anders aus. Und aus der Vogelperspektive lassen sich auch gut die Rentiere beobachten, die hier oben in kleinen Gruppen umherziehen und ihre Kräuter suchen. Hinter dem Stekenjokk rollen wir nach Jämtland rein, das etwa mit einem deutschen Bundesland vergleichbar ist und mir ein Lächeln aufs Gesicht bringt. Fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen. Warum? Das erzähle ich euch morgen. Kurz darauf geht es dann auch wieder durch die Baumgrenze und in windgeschütztere Gefilde, doch bis zur nächsten Ortschaft müssen wir auch jetzt wieder eine weite Strecke fahren. Bei Gäddede tanken wir nochmal voll und decken uns für den Abend ein, denn natürlich wollen wir an der berühmten Wildnisstraße auch in der Wildnis übernachten. Doch erst steht noch ein kleiner Abstecher ins Hinterland an, etwas abseits des Wildmarkswägens. Denn nicht weit von hier findet man mit dem Hellingsåfallet einen der eindrucksvollsten und am schönsten gelegenen Wasserfälle Schwedens. Parallel zum Wildmarkswägen geht es über Schotter eine halbe Stunde lang in den Wald.
Die eigentliche Straße zum Hellingsow Fallet führt uns dann nochmal 4 Kilometer über eine Piste mit ganz frisch aufgeschüttetem Schotter, wodurch es äußerst unangenehm wird, hier Motorrad zu fahren. Der Schotter ist mindestens murmelgroß, einige Steine erreichen fast die Größe eines Golfballs, entsprechend rutschen die Räder ähnlich hin und her, als würde man durch Sand fahren. Zwar hat man jetzt keine Schlaglöcher mehr, aber als Motorradfahrer mit einem schweren Bock, wie ich ihn fahre, ist es immer besser, wenn der Schotter bereits von Autos planiert wurde. Kathi und ihre kleinere Maschine haben es da im Rückspiegel scheinbar leichter. Naturreservatet. Der Hellingsow Fallet ist mit 43 Metern Fallhöhe die schwedische Antwort auf die Niagara-Fälle, außerdem fällt er in einen der längsten Canyons Europas. Der Canyon ist 800 Meter lang, damit der längste in Schweden, und wird durch natürliche Erosion jedes Jahr ein bisschen länger. Durch den Wassernebel sind die Felsen das ganze Jahr über sehr feucht, weswegen hier seltene Moose und Flechten gedeihen, die anderswo vom Aussterben bedroht sind. Nachteil: Es bricht jedes Jahr etwas von der Böschungskante ab, als wir hier waren, hatte man die meisten Wege wegen Absturzgefahr gesperrt. Entlang der fiesen Schotterpiste geht es wieder zurück in Richtung Wildmarkswegen. Und so viel schneller als ich ist Kathi auf ihrer leichten Maschine auch nicht. Schau an! Da die Sonne schon tief steht, wollen wir auch bald Feierabend machen und steuern einen Ort an, den ich noch von meiner Tour 2017 kenne und von dem ich weiß, dass man dort wunderbar am See campen kann. Wollt ihr wissen, warum ich hier auf das Schild zeige? Schnell ein Rückblick ins Jahr 2017. Das da vorne sind Ulf und Elsa. So habe ich sie damals zumindest getauft. Die beiden entspannen nach einem langen Tag gemeinsam auf dem Wildmarkswegen. Wie schön, das sei ihnen auch gegönnt. Aber die beiden können von Glück sagen, dass es damals keine Urlaubszeit war und deswegen kein Verkehr auf dem Wildmarkswegen unterwegs war. Denn würde ich einen 80 Tonnen schweren Holztransporter fahren, dann werden die beiden jetzt platt. Die bremsen nicht für Rentiere, nicht ohne Grund haben diese Laster in Schweden Kuhfänger an der Front. Durch die Kamera sieht man es nicht gut, aber die beiden machen nicht nur keine Anstalten von der Straße zu gehen, nein, Ulf baut sich sogar ein paar Mal bedrohlich von mir auf, eine klare Anforderung, doch woanders lang zu fahren und seiner Perle nicht zu nahe zu kommen. Naja, zum Glück bin ich ihnen dann doch nicht ganz geheuer und sie wandern netterweise von der Straße. Wo sonst, wenn nicht auf der Wildnisstraße? Haben wir ein Glück mit dem Wetter. Das kenne ich von Schweden im Sommer auch ganz anders. Oft merkt man hier nur, dass es Sommer wird, wenn der Regen plötzlich wärmer wird. Deswegen klopft dreimal auf Holz, dass es so bleibt. Nachdem die Behausung für die Nacht steht, widmen wir uns noch etwas der Nascherei, denn Süßigkeiten wachsen hier sprichwörtlich auf den Bäumen. Diese Nuggets hier stammen übrigens von Elchen.
Diese Giganten des Nordens sind uns bisher gekonnt aus dem Weg gegangen, deswegen werden wir uns am nächsten Tag mal etwas intensiver auf die Suche nach ihnen machen. Und während die Sonne langsam untergeht, endet für uns ein schöner Tag am Wildmaxwägen. Sieht nach Regen aus, oder? Jupp, wartet mal ab, was da noch kommt. Noch schnell eine Katzenwäsche im See und dann ab dafür. Wir beeilen uns mit dem Abbau des Zelts, um es noch trocken verstauen zu können. So schnell baue ich das Zelt übrigens immer ab. Bevor es aber nach Strömsund geht, genießen wir noch kurz etwas die Ja dann, los geht's. Und kaum fahren wir los, da fängt es an zu regnen. Und zwar nicht nur ein bisschen, nein, nein, der Himmel öffnet seine Pforten für uns. Richtig guter schwedischer Landregen. Als wir wenig später in Strömsund ankommen, sind wir bereits komplett durch. Bereits hier hätte uns links am Kreisverkehr das orangefarbene Umleitungsschild auffallen können, doch wir waren noch zu sehr auf die Tankstelle fokussiert, um uns dort erstmal trocken zu legen. Und es gibt eine Premiere. Zum allerersten Mal ziehe ich während einer Motorradreise meinen Poncho an, so weit ist es heute also schon gekommen. Leider ist meiner nicht so modisch wie die Regensachen von Kati, sie trägt ihre Regenkleidung ja weitaus häufiger als ich, hauptsächlich als Wetterschutz. Die Weiterfahrt dauert aber nur kurz, denn jetzt fällt auch uns das orangefarbene Schild auf. Die Brücke über den See ist wegen Bauarbeiten gesperrt und es ist dummerweise die einzige Brücke im näheren Umkreis. Außerdem ist Strömsund wegen des Wetters wie leer gefegt, niemand da, den man um Rat fragen könnte. Nach kurzer Hilflosigkeit bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als der Umleitung zu folgen. Und hier nimmt das Unglück seinen Lauf. Die rote Route wäre der direkte Weg über die Brücke gewesen, aufgrund der Sperrung müssen wir aber den weiten Umweg durch den Wald nehmen. Wir hatten noch nicht eine einzige schwedische Straßenbaustelle auf dieser Reise, daher bin ich froh, sie euch jetzt doch noch vorstellen zu können. Denn diese hier ist auf einem ganz neuen Level. Normalerweise fräsen die Schweden in Baustellen einfach den Asphalt ab und schütten das Ganze vorübergehend mit Schotter auf, die Straße bleibt trotzdem geöffnet. Diesmal werden wir einfach direkt auf eine Schotterstraße geschickt oder eher einen forstwirtschaftlichen Weg. Die reinste Schlammpiste. Viel Spaß, hier mit den erlaubten 70 km/h lang zu fahren. Und hier schicken sie wirklich alles durch. Motorräder, Pkw, Wohnmobile, sogar Sattelzüge. Das merkt man auch in Form von Spurrillen, Kati fährt daher voran und gibt das Tempo vor.
Nach 16 Kilometern im Schneckentempo kommen wir endlich wieder auf die E45. Niemand ist gestürzt, es hat größtenteils aufgehört zu regnen, aber wir sehen aus wie die Schweine. Weitere 80 Kilometer später rollen wir nach Österschund rein. Und ihr fragt euch vielleicht, warum sich das für mich wie Heimkommen anfühlt. 2016, 2017 habe ich hier ein Jahr lang gelebt und meinen Abschluss an der örtlichen Universität gemacht. In dieser Zeit ist mir Schweden ans Herz gewachsen und ich bin unzählige Male zurückgekehrt, sei es im Sommer für Wanderungen und Motorradfahren oder im Winter zum Schneemobilfahren. Und jetzt will ich Kathi natürlich zeigen, wo und wie ich hier früher gelebt habe. Gewohnt habe ich damals auf dem Campingplatz in einer kleinen Hütte in genau dieser Straße, nur nicht mit der Nummer 42, sondern mit der Nummer 36. Aber dazu später mehr. Denn wir legen uns in der Hütte nur kurz trocken und sind direkt wieder auf der Straße. Wir steuern einen ganz besonderen Park an. Willkommen in Moose Garden, ein ca. 15 Hektar großer Elchpark am Rand von Österschund. Emil, der Betreiber des Parks, hat alle Elche hier mit der Hand aufgezogen, sie sind daher an Menschen gewöhnt und können sogar gestreichelt werden, während sie einen großen Trog Kartoffeln verputzen. Und glaubt mir, Elche lieben Kartoffeln. Der Bulle mit dem größten Geweih ist Potter, der Leitbulle. Potter war gerade erst geboren, als ich hier das letzte Mal war, heute ist er bereits 4 Jahre alt. Damals war sein Vater Nils hier noch der Chef und war so zahm, dass man sich nach dem Essen sogar zu ihm ins Gehege setzen konnte. Während die Elche speisen, erzählt Emil den Besuchern viele interessante Dinge rund um Elche, die ihr garantiert noch nicht wusstet. So besteht das Fett in ihrem Fell zum Beispiel aus reinem Lanolin, weswegen er in geringen Mengen Seife daraus herstellen kann. Die Elchausscheidungen bestehen im Winter aus reiner Zellulose, weswegen Emil vor Ort Papier daraus produziert und außerdem stellt er aus etwas überschüssiger Elchmilch den teuersten Käse der Welt her. Teuer deswegen, weil er nur wenige 100 Milliliter im Jahr zur Verfügung hat, wenn überhaupt. Potter ist übrigens nicht nach Harry Potter benannt, sondern nach Graham Potter, der damals Trainer des Fußballvereins in Österschund war und mit dem die Mannschaft aus der 4. in die 1. schwedische Liga aufstieg, den nationalen Pokal holte und sogar das Achtelfinale der Europa League erreichte. Schmus. Kathi hat ein neues Wort erfunden. Schmus. Für Schmusemus. Der Chef, genau. Also Ballchef. Genau, Potter ist der Ballchef. Dies ist die letzte Tour des Jahres, morgen schließt der Park, da die Brunft beginnt. Die Bullen fegen ihr Geweih und für eine Woche im Jahr hat der Leitbulle das Sagen, ansonsten gehorchen alle der Leitkuh. Begegnen will man den Bullen in dieser Zeit lieber nicht. Dafür hat die Leitkuh heute schlechte Laune, erkennbar an den angelegten Ohren und lässt die Jüngeren wissen, wer den Anspruch auf die meisten Kartoffeln hat. Und auch in diesem Jahr gab es Nachwuchs. Die Kleinen sind noch etwas schüchtern und verstecken sich im hohen Gras nahe der Mutter, erkunden die Welt aber schon mehr und mehr auf eigene Faust. Nach den zahmen Elchen wollen wir aber noch auf die Suche nach ein paar wilden Elchen gehen, denn die sind uns ja bisher noch so gar nicht begegnet. Irgendwo in den schwedischen Wäldern verstecken sich angeblich bis zu 400.000 Elche, da sollten wir doch wenigstens einen finden. In der Dämmerung kann man auf Lichtungen und an Waldrändern Glück haben, ich kenne da noch ein paar Ecken von früher. Doch erneut haben wir kein Glück, weit und breit ist nichts zu sehen. Aber was erwartet man, so ein Motorradmotor ist jetzt nicht gerade zum leisen Anschleichen geeignet. Doch gerade als wir fast wieder in der Zivilisation angekommen sind, stehen auf einer großen Lichtung plötzlich nicht nur 1 oder 2 Elche, sondern gleich eine ganze Gruppe. Absitzen! Das ganz rechts ist ein junger Bulle, der hat ein Hörnchen. Da steht eine Kuh. Und was du da hinten bist, kann ich nicht erkennen. Ja, sehr schön. Aber das hätte mich jetzt geärgert. Und da geradeaus, guck mal, da ist noch einer. Zwischen den Bäumen ganz rechts. Ja. Wollen wir ein bisschen hin spazieren?
Ja, machen wir. Kathi muss extra breitbeinig laufen, damit sie die Elche mit dem Geschleife ihrer Beine nicht verscheucht. Wir haben das Moped mal da hinten stehen lassen und nähern uns den Elchis da hinten zu Fuß. Nach geruhsamer Nacht machen wir uns am nächsten Tag auf zu einer Runde um den See, an dessen Ufern sich mit Östersund die größte Stadt Jämtlands ausbreitet. Der Name Storchön bedeutet übersetzt der große See und mit 456 Quadratkilometern und einer Tiefe von bis zu 74 Metern ist er der 5. größte See Schwedens. Zwar hatte Östersund im Jahr 2021 nur knappe 55.000 Einwohner, damit ist es aber bereits auf Platz 21 der größten Städte Schwedens. Etwas abseits des Storchöns, nahe der Grenze zu Norwegen, wollen wir 2 bekannte Wasserfälle besuchen. Der erste liegt direkt an der E14, aber wundert euch nicht, denn um dorthin zu gelangen, müsst ihr quer über einen Campingplatz laufen. Der Risterfallet ist 50 Meter breit und 14 Meter hoch. Aufgrund seiner landschaftlich schönen Lage wurden hier Teile der Verfilmung von Astrid Lindgrens Ronja Räubertochter aufgenommen. Unterwegs passieren wir bei Åre, einen der höchsten Berge Jämtlands, den 1420 Meter hohen Åreskutern. Wintersportlern ist Åre vielleicht ein Begriff, da hier regelmäßig alpine Weltmeisterschaften und Weltcups stattfinden. Jetzt, im Sommer, ist die Stadt allerdings fest in der Hand von Wanderern oder Mountainbikern. Unser eigentliches Ziel liegt aber noch etwas hinter Åre. Nämlich er hier, der Tenforsen. Der Tenforsen ist schon wesentlich größer als der Risterfallet, nach eigener Angabe ist er Schwedens größter Wasserfall. Und das glaubt man ihm bei einer Breite von 60 Metern und einer Fallhöhe von 26 Metern auch gerne. Der Tenforsen bietet verschiedene Aussichtspunkte für tolle Fotos, nehmt euch also ein bisschen Zeit mit. Es wundert nicht, dass der Tenforsen Jämtlands beliebtestes Ausflugsziel und entsprechend gut besucht ist.
Und das nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Denn im Winter, wenn der Wasserfall beinahe komplett zufriert, leuchten ihn nachts verschiedene Strahler farbig an. Dann ist es auf den nicht geräumten Wegen allerdings ein Abenteuer, überhaupt dorthin zu kommen. Der Ohre-Elven, an dem auch der Tennforschen liegt, ist einer der beiden Quellflüsse des Indalselvens. Erinnert ihr euch? Das ist der Fluss, den Magnus Huss am heute toten Wasserfall umleiten wollte. An dieser Stelle hier mündet der Indalselven in den Storchön und formt den 5. größten See Schwedens. Der See ist so groß, dass er sogar einem eigenen Seeungeheuer Platz bietet. Ab 1890 kam es zu hunderten Sichtungen des Ungeheuers, das Storchö-Odjudet genannt wird, ich hoffe, ich spreche das irgendwie richtig aus, und bei dem es sich um eine Seeschlange mit einem hundeähnlichen Schädel handeln soll. Obwohl seine Existenz natürlich bis heute nicht bewiesen ist, hat die lokale Regierung Jämtlands das Seeungeheuer unter Artenschutz gestellt und möchte es so für die Zukunft als Attraktion für Touristen bewahren. Das Seeungeheuer ist mittlerweile ein Wahrzeichen der Region, bei Östersund taucht seine Darstellung rund um den See immer wieder auf. Und der Storchön bietet noch eine Besonderheit, nämlich eine kostenlose Fährverbindung über die Inseln des Sees. Mit der Fähre spart man einen weiten Umweg einmal um den südlichen Abschnitt des Sees herum, außerdem ist die Fähre der einzige Weg der Bewohner, um auf ihre Insel zu gelangen. Die Fähren sind so getaktet, dass man von der einen Fähre auf die Insel fährt und dann am anderen Ende der Insel direkt auf die andere Fähre rollen kann. Im Winter fahren die Fähren natürlich nicht, dann kann man hier mit dem Auto direkt über das Eis des zugefrorenen Sees fahren. Wieder auf dem Festland befindet sich direkt neben dem Fähranleger das Naturreservat auf der Insel Andersön, auf dem wir gerne den Nachmittag verbracht hätten. Leider braut sich am Horizont wieder etwas zusammen, Zeit den Heimweg anzutreten. Solange es aber noch nicht regnet, will ich euch noch etwas von Östersund zeigen. Ich bin zwar kein Freund von Städtetrips, aber ich bin euch noch eine Erklärung schuldig, warum Östersund in meinen Augen eine perfekte Stadt ist, in der ich mich damals so wohl gefühlt habe. Östersund ist geprägt von Wasser, wie gesagt ist der Storchön Schwedens 5. größter See. Das Wasser gibt ein Gefühl der Weite, ähnlich wie es in Stockholm der Fall war. Und es erlaubt im Sommer wie im Winter jede Menge Freizeitaktivitäten. Im Winter beispielsweise friert der See zu, dann eröffnen sie hier einen Winterpark mit Schlitten, Skilaufen auf dem See, Eisangeln und noch viel mehr. Ich bin einmal sogar Fahrrad auf dem See gefahren, was auch wunderbar funktioniert, solange man nicht lenkt oder bremst. Für Schweden ist Östersund mit fast 55.000 Einwohnern eine recht große Stadt und bezeichnet sich selbst zu Recht als die perfekte Mischung aus Stadt und Fjell. In vielen Orten in Schweden möchte man salopp gesagt nicht tot über dem Zaun hängen, in Östersund ist das anders. Hier gibt es alles, was wir auch nach deutschem Standard zum Wohlfühlen in einer Stadt suchen würden. Auf dem großen Platz, dem Stortorget, finden regelmäßig Festivals und Veranstaltungen statt, es gibt alle möglichen Geschäfte und andere Annehmlichkeiten, die für deutsche Städter vielleicht selbstverständlich klingen, es in Schweden aber nicht sind. Gleichzeitig strahlt das viele Wasser eine Ruhe aus und die merkt man den Menschen auch an, die es sich in den Parks entlang des Sees gemütlich machen. Mit der E14 und der E45 laufen in Östersund zwei Verkehrsadern des Landes zusammen, außerdem befindet sich auf der Insel Frösön ein eigener Flughafen mit Direktverbindung nach Stockholm, über die man in nur 45 Minuten in die Hauptstadt gelangt. Und Östersund hat eine eigene Universität, durch welche die Stadt jung, bunt und international gehalten wird.
An der Mid-Sweden University habe ich von August 2016 bis Juli 2017 meinen Abschluss gemacht. Trotzdem ist die Natur immer nur einen Steinwurf entfernt. Und dafür müsst ihr nicht mal aus der Stadt raus, die Natur kommt zu euch. Selbst in der Stadt trefft ihr nachts auf Rehwild und Elche, ich wurde einmal sogar von einem Fuchs zum Anhalten gezwungen, da er es sich quer über die Fahrbahn bequem gemacht hatte. Das Naturreservat Andersön habt ihr ja bereits kennengelernt, das ist nur gute 10 Minuten außerhalb der Stadt. Im Westen des Storchön befindet sich ansonsten noch das Bydalsfjell, eine tolle Gelegenheit zum Wandern oder Skifahren im Winter. Ansonsten findet sich im Umland jede Menge Natur zur Erkundung. Döderfallet, den wir ja bereits besucht haben, ist nur 1,5 Stunden Fahrt von Östersund entfernt. Andere Ziele wären zum Beispiel der Forscherleden, ein mittellanger Wanderweg immer entlang eines Flusses. Und zu guter Letzt nicht vergessen, ihr seid in Österschund nördlich genug, um regelmäßig im Winter die Nordlichter am Himmel tanzen zu sehen. Bevor wir am nächsten Morgen in Richtung Süden aufbrechen, möchte ich Kati noch einen besonderen Ort in Österschund zeigen, den man sich in Deutschland nicht vorstellen könnte. Dieser Ort heißt Snötippen, übersetzt die Schneespitze. Ja, Kati, was glaubst du, ist das da vorne für eine Halde? Tja, sieht aus wie Dreck. Ja, da ist auch jede Menge Dreck drin. Das ist der Schnee des letzten Winters, der hier zu einer riesigen Kippe aufgetürmt wird. Stellenweise geht der Berg, ja, Blick bis hier oben. Die fahren dann da kreisförmig mit den LKW rauf. Und der Dreck, den du da siehst, das ist der ganze Split, den die hier im Winter auf die Straße auftragen, weil hier nicht geräumt, nicht gesalzen, sondern nur geräumt wird. Das heißt, das, was die im Winter eigentlich wegräumen und hier hinschaffen, packen die dann als Dreck dann auch wieder auf die Straßen drauf. Genau. Genau, die laden das in der Stadt auf LKW, schütten das hier raus, weil sie sonst nirgendwo hin damit können. Irgendwann ist der Gehweg voll. Der Split, deswegen verteilen die das jetzt auch, damit das noch weiter schmilzt. Der wird dann aber recycelt und du siehst da vorne diese kleinen Häufchen. Das Ganze wird dann nächsten Winter wieder aufgetragen. Auch andere Städte türmen so im Winter ihren Schnee auf. Und damit beenden wir unseren Kurzbesuch in Österschund und steuern ein neues Ziel an, die höchste öffentliche Straße Schwedens, den Flatruetvägen. Wir fahren jetzt durch den Süden Jämtlands, der hier zu großen Teilen auf über 500 Metern liegt. Daher findet man hier am Helagsmassiv auch die höchsten Berge Jämtlands. Dieser Teil Schwedens ist der am wenigsten dicht besiedelte des ganzen Landes. Obwohl Jämtland ganze 12% der Gesamtfläche Schwedens ausmacht, leben hier nur 1,4% der Gesamtbevölkerung. Das sind im Schnitt nur 2 Menschen pro Quadratkilometer. 2 Stunden geht es durch fast menschenleere Landschaften, Wälder und Seen wechseln sich ab, hin und wieder steht ein Rentier am Wegesrand. Herrlich!
Cool, Sonne scheint und es regnet. Vor Jüngdalen starten wir auf den Flatruetwegen, der uns ca. 40 Kilometer lang auf Schotter durch das Flatruetgebirge führt und der mit 975 Metern die höchste öffentliche Straße in Schweden ist. Der Flatruetwegen ähnelt dem Vildmarkswegen. Man startet recht urban, es wird aber sehr schnell immer wilder und plötzlich ist man auf einem Hochplateau angekommen. Und genau wie am Vildmarkswegen eröffnet sich wieder eine Aussicht bis zum Horizont. Die Straßenqualität ist allerdings sehr schlecht. Die Schlaglöcher und Spurrillen sind tief und oft so häufig, dass man selbst mit einem wendigen Motorrad kaum ausweichen kann. Nicht ohne Grund wird die Straße bei schlechtem Wetter für den Verkehr gesperrt. Selbst im Hochsommer liegt hier stellenweise noch Schnee und achtet auch auf Rentiere, die direkt im Straßengraben liegen und sich sonnen. In der Mitte des Plateaus befindet sich ein großer Wanderparkplatz, den Camper auch gerne zum Übernachten nutzen, entsprechend kann es sich hier etwas knubbeln. Hier befindet sich auch das ikonische Schild am höchsten Punkt der Straße, nur für den Fall, dass ihr irgendwo falsch abgebogen seid und nicht wisst, wo ihr seid. Die Landschaft wirkt wie eine Steppe und während unseres Besuches ist es hier ziemlich trocken. Ob man solche Landschaften mag oder nicht, ist wohl Geschmackssache. Während Kati regelmäßig abwechselnde Landschaften bevorzugt, könnte ich tagelang durch diese Mondlandschaften fahren und die Weite genießen. Das Gebiet ist ein riesiges, zaunloses Rentiergehege der hier lebenden Samen. Die Rentiere tragen allesamt Halsbänder. Und weil wir hier sozusagen im Wohnzimmer der Rentiere sind, ist auch klar, wer die Hosen anhat. Hier haben Rentiere Vorfahrt. Weil uns zu viel los ist, suchen wir uns für die Mittagspause eine ruhigere Ecke weiter in Richtung Süden. Durch die leicht abschüssige Straße stellt sich wieder dieses Gefühl grenzenloser Freiheit ein, wegen dem ich ewig weiter durch solche Gebiete fahren könnte.
Am Horizont braut sich wieder was zusammen, man kann es bereits donnern hören. Das Wetter hier oben ist besonders für Sturm berüchtigt und es gibt nichts, was irgendwie Schutz bieten würde, daher müssen wir nicht unbedingt erleben, wie es uns einholt und setzen den Weg in Richtung Süden fort. Unterwegs komme ich nicht vom Gedanken los, dass mich der Flatruetwegen stark an das Saltfjellet in Norwegen erinnert, wo man ebenfalls steil auf ein Hochplateau fährt, dort die Grenze zum Polarkreis überquert und dann später genauso steil wieder ins Tal fährt. Wir haben noch ein kleines Stückchen Strecke vor uns. Tagesziel ist ein Campingplatz in Mora, auf dem ich immer wieder Halt mache, wenn ich in Schweden auf Tour bin. Ab Fynesdalen fahren wir auf dem Länsweg 311 in Richtung Dalarna. Die Straße macht richtig Spaß. Sie ist schmal, sie ist kurvig und sie ist hügelig. Nachdem man den halben Tag langsam um Schlaglöcher manövrieren musste, ist das hier eine ganz andere Welt. Aber Vorsicht, auch hier könnte hinter der nächsten Kurve ein Rentier auf der Straße stehen, selbst in Dörfern seid ihr nicht sicher. Wenig später rollen wir nach Dalarna rein und dass man das schwedische Bundesland wechselt, merkt man direkt daran, dass sich die Farbe und Qualität der Fahrbahn ändert. Nachteil der engen und kurvigen Straße, man hängt immer wieder hinter Wohnmobilen fest, da die Schweden sehr gerne mit Wohnmobil oder Wohnwagen vor allem im eigenen Land reisen. Viele sind aber so nett und lassen einen passieren. Dankeschön. Dalarna besteht eigentlich nur aus Wäldern und Seen. Die meisten davon sind Nutzwälder, daran zu erkennen, dass man immer wieder an großen Rodungen vorbeikommt. Der Holzverkauf ist eine wichtige Einkommensquelle der Menschen hier, nach der Rodung wird daher so schnell wie möglich wieder aufgeforstet. Fun Fact: 57% der Fläche Schwedens sind von Wald bedeckt, das ist in etwa die Fläche Großbritanniens. Gleichzeitig sind 9% der Fläche Schwedens von Seen bedeckt, es gibt allein 100.000 Seen, deren Oberfläche größer als 1 Hektar ist. Wir erreichen schließlich Mora und den Campingplatz auf der Insel Sollerön, übersetzt die Sonneninsel. Es war ein langer Tag und wir sind entsprechend platt, daher wird nur schnell das Zelt aufgebaut und dann der Rest des Abends am See genossen.
Also du hast auf jeden Fall sehr schönen Hintergrund. Mutiger Mann. Direkt im Wasser. Da friert sie schon beim Zugucken. Oh, kalt. Komm rein. Nee. Damit beginnen tatsächlich schon unsere letzten beiden Tage in Schweden. Wir verlassen den Campingplatz bei Mora und setzen unsere Reise nach Süden fort. Weit kommen wir aber nicht, denn am anderen Seeufer gehen wir noch kurz auf die Suche nach einem Tier, dem man hier sogar ein eigenes Warnschild gewidmet hat, dem Otter. Finden können wir die kleinen Mardertiere allerdings nicht, wir sind zur falschen Tageszeit unterwegs. Die Heimat der Otter ist der Siljan, der siebtgrößte See Schwedens und der mit der wohl besten Entstehungsgeschichte aller Seen in Schweden. Er wurde durch einen Asteroideneinschlag vor 370 Millionen Jahren gebildet und später durch Gletscher umgeformt. Heute findet ihr rund um den Siljan das absolute Bilderbuch Schweden. Grüne Wiesen, bunte Häuschen im echten Falloröd und immer wieder Wälder und Seen im Wechsel. Viele Schweden reisen hier an Mittsommer in die Wälder und feiern mit Freunden und Familie. Hier Urlaub machen fände ich auch super, leben wollen würde ich aber eher oben in Jämtland. Ich mag die raue Landschaft einfach lieber. Südlich des Siljans befindet sich die kleine Stadt Leksand, die man vielleicht aus schwedischen Supermärkten kennt. Denn von hier stammt das in Schweden sehr beliebte Knäckebrot der gleichnamigen Marke. Und wer jemals gedacht hat, dass ein Fabriksverkauf von Knäckebrot kein Touristenmagnet wäre, der liegt falsch. Hier ist die Hölle los. Und die Leute schleppen kistenweise Knäckebrot aus dem Laden. Wahnsinn! Wir kaufen auch ein, aber nicht in Leksand, sondern in Borlänge. Ich bin euch ja seit der Stüger etwas zum Thema Alkohol in Schweden schuldig, daher besuchen wir jetzt zusammen den staatlichen Schnapsladen, das Systembolaget. Das Systembolaget ist ein staatliches Unternehmen, welches das Monopol auf hochprozentigen Alkohol hält. Alles, was über 3,5% Alkohol beinhaltet, muss hier gekauft werden. Das klingt erstmal unangenehm, aber das Systembolaget ist erstaunlich gut sortiert und die Mitarbeiter wissen wirklich, wovon sie reden, wenn sie euch zum Beispiel einen Wein zum Essen empfehlen. Außerdem kann man alkoholische Getränke aus aller Welt bestellen, wenn ein gewünschtes Produkt nicht vorrätig ist. Besonders vor Wochenenden und Feiertagen ist hier viel los und vergesst auf keinen Fall euren Ausweis, denn selbst graue Haare retten euch nicht davor, euren Ausweis an der Kasse vorzeigen zu müssen. Direkt nebenan kaufen wir in einem uns nicht ganz unbekannten Discounter ein, dessen Sortiment fast genau dem entspricht, was man aus Deutschland kennt, ergänzt um die eine oder andere schwedische Finesse. Und mit dem Mittagessen im Gepäck steuern wir einen Rastplatz an. Wir sind mittlerweile so weit zurück im Süden, dass an allen größeren Verkehrsadern wieder in regelmäßigen Abständen Rastplätze angeboten werden. Reis mit Bolognese. Und ich möchte euch Kathi beim Essen nicht vorenthalten, es ist so süß. Es ist so süß. Wie sie mit ihrem Göffel hantiert. Aber dieses kulinarische Meisterwerk. Heiß. Mahlzeit.
Bis Örebro fahren wir eine dieser Verkehrsadern, nämlich den Rieksweg 50, auch Bergslagsdiagonalen genannt. Diese führt durch die historische Region Bergslagen, die früher durch den Abbau von Eisen, Kupfer, Zink und Blei geprägt war. Die Landschaft ist waldig und hügelig, am Wegesrand finden sich immer wieder Denkmäler der alten Zeit in Form von Zahnrädern, Eisenbahnen oder Industrieruinen. Wollt ihr in Schweden schnell von Nord nach Süd gelangen, dann habt ihr im Grunde nur 3 Möglichkeiten. Ihr könnt die E45 im Westen des Landes nehmen, der E4 entlang der Ostküste und durch Stockholm folgen, oder ihr nehmt wie wir die goldene Mitte über die Bergslagsdiagonalen. Wir folgen ihr für ca. 160 Kilometer, bis wir in Örebro auf die E20 und damit ein seltenes Stück echter schwedischer Autobahn wechseln. Unser Tagesziel ist der Unden, ein See zwischen den beiden gigantischen Seen Vänern und Vättern im Süden des Landes. Hier wollen wir versuchen, ein schönes Plätzchen zum Wildcampen zu finden, denn es ist unsere letzte Nacht in Schweden und das wollen wir nochmal zelebrieren. Aber es zeigt sich wieder, dass es nicht immer so leicht ist, einen geeigneten Platz für Wildcamping zu finden. Viele Plätze sind bereits besetzt und wir rechnen bereits damit, in einem nahen Campingplatz einchecken zu müssen. Das wäre auch kein Beinbruch gewesen, da es ein wirklich schöner und von einem niederländischen Paar betriebener Campingplatz gewesen wäre, aber wir werden schließlich doch noch fündig. Da ist sogar ein Bötchen. Ja, aber hier. Hier kriegen wir es aufgebaut. Alles klar. Wer eine Idee hat, welche Figurenkarte hier darstellt, der schreibt's gerne jetzt in die Kommentare. Und was haben wir für ein feines Plätzchen gefunden? Der Unden ist ein Grundwassersee, angeblich einer der saubersten in ganz Schweden. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen und gehen eine kleine Runde schwimmen. Moin! Wie sieht eigentlich unser Frühstück aus, wenn wir irgendwo im Wald übernachtet haben? Polarbröt und Schmierkäse aus der Tube. Es schmeckt nicht so fies, wie es aussieht und ist ohne viel Arbeit fertig, also perfekt fürs Camping. Unser letzter Tag in Schweden ist angebrochen, um 23 Uhr nehmen wir die Fähre in Trelleborg und dampfen zurück in die Heimat. Es bleibt also noch ein ganzer Tag für Abenteuer. Und man darf die Distanzen in Schweden nicht unterschätzen, von der Nordspitze des Vättern ist es noch eine weite Strecke bis Trelleborg. Unser erstes Ziel ist die Ostküste des Vättern, Schwedens zweitgrößtem See, um dort 2 Ruinen zu besuchen.
Der Wettern ist bereits so groß, dass einem eine Fahrt entlang seiner Ufer ewig vorkommt. Die Landschaft verändert sich währenddessen. Die Wälder werden immer lichter und weniger, während Felder und offene Flächen mehr und mehr das Bild dominieren. Wir sind wieder in der Kornkammer Schwedens angelangt und mittlerweile wird das Korn auch eingeholt. Das Kloster Alvastra ist die zweitälteste Klosteranlage in Schweden und wurde 1567 von der dänischen Armee zerstört. Seitdem wurde die Ruine als Steinbruch verwendet, weswegen heute nur noch ein Teil der Mauern zu sehen ist. Seid den Insekten vor Ort gegenüber friedlich, denn was zuerst nach einer Wespe aussah, stellte sich später als Hornisse samt dazugehörigem Nest heraus. Nur einen Steinwurf entfernt und sprichwörtlich direkt an der E4 liegt die Ruine Brahehus. Wer als Liebhaber weiter Aussichten hier nicht auf seine Kosten kommt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Direkt auf den Klippen des Wettern gebaut, hat man hier den gesamten See im Blick. Ab hier geht es nur noch nach Süden, die letzten 350 Kilometer bis an den Südzipfel nehmen wir in einem Rutsch. Unterwegs gibt es noch was Gutes für den Magen und wir besuchen eine Kuriosität. Direkt an der Grenze zu Skåne befindet sich an der Autobahn ein ganz besonderer Süßigkeitenladen, das Judesflyget. Ein Paradies für Kinder und Zahnärzte, betrieben von Karius und Baktus persönlich. Die Eltern hier drin sind vollkommen überfordert, denn die Kinder wollen natürlich alles probieren, was ihnen vor die Flinte kommt. Achtet bei der Vorbeifahrt einfach auf ein Flugzeug am Wegesrand, das muss man gesehen haben. Da wir bis zum Auslaufen der Fähre noch Zeit haben, setzen wir uns in Malmö gemütlich ans Wasser am Fuße der Öresundbrücke, Kopenhagen am Horizont. Und wisst ihr was? Damit endet unsere Reise durch Schweden. Lasst uns gerne wissen, ob euch die Tour gefallen hat, was ihr für Anregungen habt und wo es vielleicht beim nächsten Mal hingehen soll. Wir hoffen, dass ihr dann wieder mit uns auf Tour geht. Wie immer vielen Dank fürs Mitfahren und bis zur nächsten Tour.